Die Geschichte der Titanic ist nun seit Jahren im Umlauf und damals geschah eine Reihe von komischen Dingen im Zusammenhang mit dem versunkenen Schiff. Diese dunklen Geheimnisse lüften wir hier und erzählen dir die geheimen Geschichten über die Menschen auf der Titanic. Ich hoffe, du bist bereit, die Segel zu setzen, um dich auf eine Fahrt mysteriöser Geschichten zu begeben. Margaret Devaney. In ihren späten Teenagerjahren ging Margaret Devaney auf das Schiff als 3. Klasse Passagier gemeinsam mit ihren Freundinnen Mary Burns und Kate Hargadon. Die Frauen wussten, dass das Schiff in einen Eisberg fuhr und alle 3 kletterten eine Leiter nach oben, um auf das 2. Klassedeck zu gelangen. Margarets beide Freundinnen wurden auf einmal seekrank und so konnten sie nicht weitergehen. Margaret jedoch ging nach oben, um ein Rettungsboot zu finden, um somit ihre Freundinnen zu retten. Als Margaret in der panischen Menge war, wurde sie in ein Rettungsboot gezogen. Aber als das Boot nach unten in das kalte Wasser gebracht wurde, streifte es an einem Haken und blieb somit an den Nieten der Titanic hängen. Margaret hatte glücklicherweise ein Taschenmesser dabei und gab es einem der Schiffsmänner. Er schaffte es, das Rettungsboot freizuschneiden. Margaret jedoch fand heraus, dass es ihre Freundinnen nicht mehr rechtzeitig in ein Rettungsboot schafften. Als Zeichen der Dankbarkeit gab das Mannschaftsmitglied auf dem Rettungsboot Margaret ein eisernes Flaggenabzeichen. Sie hatte 3 Andenken an die Titanic, welche das Abzeichen, das Taschenmesser und ihr 3. Klasse-Ticket beinhalten, welches sie in ihrer Jackentasche bewahrte. Margaret war 82 Jahre alt, als sie im Jahr 1974 starb. Joseph Ismay. Joseph Ismay war der Geschäftsführer und Vorsitzende der White Star Line. Er war genauso verantwortlich dafür, die Konkurrenzschiffe auszuschalten, indem sie ein noch größeres und luxuriöseres Schiff bauten. Sein Plan war es, einen Ozeandampfer zu bauen, welcher nicht in der Größe und im Luxus übertreffen werden konnte. Aber um das zu verwirklichen, musste man die Anzahl der Rettungsboote reduzieren. Die Anzahl wurde von 48 auf nur 16 verringert. Und das war das Minimum, welches erlaubt war. Ismay ging häufig auf Jungfernfahrten, welche er half zu konstruieren, und so passierte es auch, dass er sich auf der Titanic als 1. Klasse Passagier befand. Es wurde gemunkelt, dass Ismay einen Geschwindigkeitstest geplant hatte, wenn es die Zeit mit dem Schiffskapitän und dem Schiffingenieur erlaubte. Es wurde nicht gesagt, ob das ein Grund für die Kollision mit dem Eisberg war oder nicht, da es genauso ein Feuer im unteren Teil des Schiffes auf der ganzen Fahrt gab. Der Besitzer J.P. Morgan war nicht an Bord, aber er wollte, dass New York so bald wie möglich erreicht wird, sodass sie sich dort um das Feuer kümmern könnten, ohne große Schlagzeilen zu machen. Das war natürlich genauso ein Gerücht, aber egal was der Auslöser war, der Hauptgrund für das Sinken des Schiffes war ein Eisberg. Ismay kletterte auf ein Rettungsboot und viele kritisierten ihn dafür, dass er Frauen und Kinder zurückließ und diese mit seiner gescheiterten Kreation untergehen ließ. Sie ließen ihn seine Taten spüren. Er gab sogar zu, dass er nicht zusehen konnte, wie sein Meisterwerk unterging, und er wurde von vielen als einer der Hauptgründe des Untergangs bezeichnet. Nachdem sie von seiner Konversation mit dem Schiffskapitän erfahren hatten, in welchem er zu ihm sagte, geh schneller, sodass das Luxus-Kreuzfahrtschiff schneller in New York ankommen würde. Ismay trat von seiner Position bei der White Star Line im Jahr 1914 zurück und gab bekannt, dass nun alle Boote mit genügend Rettungsbooten ausgestattet werden sollten. Obwohl er das Schiffsunglück überlebte, hatte er kein einfaches Leben, da er von vielen verspottet wurde. John Dilley. John Dilley war einer von wenigen, welcher ein Geheimnis der Titanic kannte, nämlich, dass das Schiff unter Feuer stand, seit es den Hafen verlassen hatte. Dilley war einer der Feuerwehrmänner an Bord und sein Job war es, gemeinsam mit weiteren Männern das Feuer in Schach zu halten. Aber er sagte, dass sie während der Fahrt nicht viel tun konnten, sogar bevor das Schiff begann zu sinken. Es war den Feuerwehrmännern nicht erlaubt, den Passagieren über das Feuer zu berichten, da der Schiffskapitän und die Verantwortlichen Angst davor hatten, dass Panik bei den Passagieren ausbrechen würde. Somit stimmte der Kapitän zu und erhöhte die Geschwindigkeit, um früher in New York anzukommen, um dort das Feuer zu löschen. Man glaubte, dass das Feuer das Schiff dazu brachte, viel schneller zu sinken, als es ohne das Feuer getan hätte. Als es John Dilley sicher nach Hause schaffte, obwohl nie berichtet wurde, mit welchem Rettungsboot er ankam, entdeckte er eine Frau in seinem Heimatsort, welche sagte, dass sie seine Witwe sei, um an die Titanic-Hilfsgelder zu gelangen. Die Frau Annie Groves verwendete scheinbar falsche Namen und behauptete, dass sie die Witwe von 8 verschiedenen Männern sei. Sie wurde wegen Betrugs für 3 Monate mit Zwangsarbeit ins Gefängnis gebracht. Es war dank John Dilley, dass das Geheimnis des Feuers ans Tageslicht kam. Thomas Andrews.
Thomas Andrews, ein irischer Geschäftsmann und Schiffsbauer, reiste regelmäßig auf Schiffen und machte Notizen über die Schiffe, wie man diese verbessern könnte. Und er war genauso auf der Titanic, um diesen Job zu erledigen. Er war der Marinearchitekt, der für die Pläne der Titanic zuständig war, und seine Kabine war mit dem Entwurf des Schiffs ausgestattet. Andrews sagte bereits im Beginn der Konstruktion, dass das Schiff 46 Rettungsboote haben sollte, genauso wie einen doppelten Rumpf und wasserdichte Wände. Diese Pläne wurden nicht durchgesetzt und sie waren auch einer der entscheidenden Faktoren, weshalb das Schiff so schnell gesunken ist. Andrews war so in seine Arbeit konzentriert, dass er es nicht einmal bemerkte, dass das Schiff mit dem Eisberg zusammenstieß, und er realisierte erst, was passierte, als der Kapitän in seine Kabine kam. Andrews verließ seine Kabine sofort und vergewisserte sich, dass alle Frauen und Kinder in Rettungsboote kommen. Er wurde auch gesehen, Stühle von Bord zu schmeißen, sodass sich die Passagiere an ihnen festhalten können. Er war möglicherweise einer von wenigen an Bord, welcher wusste, dass das Schiff schnell sinken würde, und er entschied sich, an Bord zu bleiben, da es einen Mangel an Rettungsbooten gab. Kate Florence Phillips. Wenn du ein Fan der Filmversion von Titanic bist, dann mag dich diese Geschichte sehr interessieren. Es wird geglaubt, dass die verbotene Liebe die Geschichte von zwei Passagieren erzählt, Kate Florence Phillips und Henry Morley. Samuel Morley war 20 Jahre älter als die 19-jährige Kate, aber er interessierte sich für sie, als er herausfand, dass sie in einer seiner Geschäfte arbeitet. Morley gab Kate eine wunderschöne Saphirhalskette, bevor sie deren Leben gemeinsam begannen. Sie betraten das Schiff unter dem Namen Mr. und Mrs. Marshall, obwohl Henry bereits verheiratet war. Er vergewisserte sich, dass seine erste Frau und dessen Kind alles haben, bevor er Fuß auf die Titanic mit seiner jungen Braut setzte. Sie betraten das Schiff als zweite Klasse Passagiere und dann passierte das Desaster. Kate schaffte es in Sicherheit auf einem Rettungsboot, aber Samuel kam im Wasser ums Leben. Als Kate zu Hause ankam, brachte sie ein Mädchen namens Ellen zur Welt, 9 Monate nach dem Titanic-Desaster. Ellens Geschichte wurde weit verbreitet, als sie 1989 nach einem Foto von ihrem Vater suchte. Sie war 76 Jahre alt, als sie endlich Henrys Bild fand, und sie besaß 2 Erinnerungsstücke, die Halskette und der Kabinenschlüssel, welcher ihrer Mutter und ihrem Vater gehörte. Mitchell Navratil. Diese Geschichte klingt mehr wie aus einem Spion-Thriller, aber sie endet tragisch für den Passagier, welcher auf die Titanic unter dem Namen Louis M. Hoffman ging. Es stellte sich heraus, dass sein echter Name Mitchell Navratil war. Mitchells Geschichte kam zu einem interessanten Punkt, bevor er das Schiff betrat und sich auf den Weg nach Amerika machte. Er kam ursprünglich aus der Slowakei und zog später nach Nizza, Frankreich, wo er eine Frau namens Marcel Caretto heiratete. Die beiden waren glücklich verheiratet und hatten 2 junge Söhne. Mitchell arbeitete als Schneider und als sein Geschäft Schwierigkeiten aufwies, behauptete er, dass seine Frau eine Affäre hatte. Das Paar trennte sich und Marcel nahm die Buben zu sich, aber erlaubte Mitchell, sie besuchen zu kommen. Nach einem Besuch während den Osterferien plante Mitchell, in die Vereinigten Staaten zu fliegen, gemeinsam mit den Jungen unter falschen Namen. Der Vater kaufte 2. Klasse-Tickets und erzählte den Kindern, dass dessen Namen nun Lotte und Louis waren. Mitchell nahm den Namen Louis Hoffman und behauptete, dass die Mutter der Kinder verstarb. Als das Schiff sank, übergab Mitchell die Kinder einer Frau namens Margaret Hayes, welche er dort zum ersten Mal traf. Bevor der Vater starb, sagte er seinem ältesten Sohn: »Mein Kind, wenn deine Mutter zu euch kommt, was sie bestimmt tun wird, dann sag ihr, dass ich sie sehr liebte und es immer noch tue. Sag ihr, dass ich erwartet hätte, dass sie uns folgt, sodass wir möglicherweise alle glücklich zusammen im Frieden der neuen Welt leben können.« Margaret Hayes nahm die Jungen mit nach Amerika, wo sie in ein Waisenhaus gebracht wurden. Glücklicherweise fand Marcel ein Foto in der Zeitung, welches das Unglück der Titanic zeigte. Sie reiste nach Amerika und brachte dann die Jungen zurück nach Frankreich. Kapitän Edward John Smith. Schwierigkeiten für den Kapitän begannen bereits, als sie den Hafen verließen, als eine starke Welle ein anderes Schiff namens New York von dessen Liegeplatz riss und in Richtung Titanic zuging. Der Kapitän steuerte das Schiff schnell aus der Gefahr, aber er wusste nicht, dass es von dort an nur noch schlimmer werden würde. Manche Passagiere sahen das als ein schlechtes Zeichen und ihr Glaube war auch richtig. Die meisten Abende verbrachte der Kapitän mit seinem Kammerdiener namens Tiger, aber die 1. Klasse-Gäste wollten eine Party in seiner Ehre schmeißen und er wurde somit dazu verpflichtet, dort teilzunehmen. Also ging er nach unten, um das letzte Abendessen mit den Passagieren zu genießen. Er hatte Bedenken darüber, eine Eisgegend zu erreichen,
Aber als er nachsah und dachte, dass alles gut aussehen würde, ging er ins Bett. Das Desaster begann, als er wegen einer Kollision aufwachte. Es wurde berichtet, dass das erste Rettungsboot 45 Minuten brauchte, um im Wasser zu landen, da der Kapitän sich nicht entscheiden konnte, wann er das Zeichen geben sollte, dass es Zeit ist, die Boote ins Wasser zu lassen, obwohl er wusste, dass es nur limitierte Rettungsboote gab. Als er einst das Zeichen gab, dass die Boote nach unten gegeben werden können und nur Frauen und Kinder in diese gehen dürfen, musste er bereits gewusst haben, dass das Schiff beginnen würde zu sinken und dass dies seine letzte Reise auf See war. Es wird auch gesagt, dass der Kapitän einen Revolver aus seiner Tasche zog, um auf die Männer zu zielen, um so sicher zu gehen, dass es die übrigen Frauen auf der Titanic in ein Rettungsboot schaffen. Aber was nach diesem Vorfall passierte, das ist unklar. Das waren die tragischen Geschichten über das traurige Ende der Titanic. Und es sind die Erzählungen der überlebenden Passagiere, welche uns in der Geschichte und dem Schicksal dieses Schiffes interessiert halten.